Diskurs zur Wahl. Herzlich willkommen zur 9. Folge des Podcasts Diskurs zur Wahl und des letzten Podcasts vor der Bundestagswahl. Mein Name ist Gilda Sahebi und ich spreche bis zur Bundestagswahl mit Expertinnen aus Medien, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft über die Frage, ob und wie der öffentliche Diskurs manipuliert wird. Der Podcast wird ermöglicht durch Zoom, Better Place und die Chaplin-Stiftung. Inhaltliche KooperationspartnerInnen sind die Neuen Deutschen MedienmacherInnen und das Veto-Magazin. Heute haben wir eine Live-Audio- und Videoaufzeichnung und da begrüße ich alle dazu, die heute dabei sind. Ich werde auch gleich alle unsere PodiumsdiskutantInnen vorstellen. Das Thema heute ist, wie soll der digitale Diskurs der Zukunft aussehen? Wir haben in den letzten Wochen, über mehrere Wochen, über Manipulation im öffentlichen Diskurs gesprochen, also über Hate Speech, Verschwörungsideologien und diese Themen. Und heute möchten wir aber mal nach vorn blicken und fragen, wie wir unser digitales Miteinander in Zukunft gestalten können, weil wir wissen ja alle, dass es im Digitalen schon auch viele gute Dinge gibt, auch wenn wir oft über die schlechten sprechen. Und wir wollen eben darüber reden, wie man aus diesem manchmal lähmenden Zustand herauskommen kann, dass es so viele Schwierigkeiten und Probleme im digitalen Diskurs gibt. Und dazu haben wir vier sehr besondere Gäste eingeladen, die für uns eben diesen Blick aufs Heute, aber vor allem auch auf die Zukunft werfen. Da sind einmal Raul Krauthausen. Raul ist Aktivist für eine barrierefreie und inklusive Gesellschaft. Sein aktueller Podcast heißt, und genau das passt zu unserem Thema, wie kann ich etwas bewegen? Und er beschäftigt sich mit den Fragen, wie wird aus politischem Protest politisches Handeln? Wie kann ich als einzelner Mensch Einfluss nehmen? Und am 11. Oktober erscheint auch sein Buch zu konstruktivem Aktivismus. Das heißt, wie kann ich etwas bewegen? Hallo Raul. Hallo. Dann unser nächster Gast ist Sammy Kamis. Er ist investigativer Reporter, Faktenchecker und Regionalreporter des Jahres 2020. Er kennt sich aus seiner investigativen und auch aus seiner Faktencheck-Arbeit sehr gut mit Manipulationen aus und er wirft in seiner Arbeit einen kritischen Blick aus den Medien auf die Politik und damit eben auch auf unseren öffentlichen Diskurs. Er arbeitet als Journalist täglich in und mit diesem Diskurs und ich bin sehr gespannt auf seinen Blick auf unser Thema. Hallo Sammy. Hi. Hi. Paulina Fröhlich ist Leiterin des Programmbereichs Zukunft der Demokratie des Progressiven Zentrums. Dort leitet sie unter anderem innovative Dialogformate mit BürgerInnen und Projekte zum souveränen Umgang mit demokratiefeindlichem Populismus. Davor war Paulina als Mitbegründerin und Pressesprecherin bei der Initiative Kleiner 5 gegen Rechtspopulismus. Hi Paulina. Dann haben wir noch Kübra Gümüşay als vierten Gast. Sie schreibt und referiert zu den Themen Internet, Politik, Feminismus und Rassismus. Ihr Buch Sprache und Sein ist seit seinem Erscheinen 2020 ein Bestseller. Kübra betont das Wohlwollen, das Miteinander, die Lösungsorientierung. Sehr, sehr gute Begriffe für unsere Diskussion heute. Sie kennt sich mit der Wirkungsmacht von Sprache aus. Kübra hat viele Ideen und Gedanken dazu, wie wir gemeinsam eine bessere Gesellschaft gestalten können. Hi Kübra. Hallo Gilda. Dann würde ich dir auch gleich das erste Wort geben zu dem Thema. Vielleicht kannst du ja mal ein paar Gedanken dazu schon mal mit uns teilen. Eine konstruktive Diskurskultur und ein Diskurs, der uns ermöglicht, über die Herausforderungen unserer Zeit zu sprechen, ist eine absolute Notwendigkeit. Kritik gehört dazu. Kritik ist essentiell, damit wir eine lernende Gesellschaft sein können, in der wir aus den Fehlern, aus den neuen Erkenntnissen, aus den Erfahrungen, die wir gemeinschaftlich sammeln, neues Wissen zu produzieren und die Herausforderungen unserer Zeit nachhaltig eigentlich diskutieren zu können. Gerade im Netz braucht es diese Orte, denn im Netz haben wir ganz ideale Bedingungen eigentlich, wenn man mit Abstand diesen Ort betrachtet, denn er ist räumlich komplett losgelöst und Menschen aus den verschiedensten Teilen unserer Gesellschaft können eigentlich aufeinandertreffen und gemeinsam in Kommunikation treten. Und genau dieses Potenzial erleben wir ja und genau dieses Potenzial aber gilt es eigentlich zu kultivieren. Und wie aber das geht, ich denke, ein wichtiger Faktor ist das Ablegen von Absolutheitsansprüchen. Ein zweiter wichtiger Faktor ist das Vergegenwärtigen von Konstruktivität. Und ein dritter wichtiger Faktor ist, dass eine Unterhaltung, eine
Einigung auf die Bedingungen, unter denen wir sprechen. Denn Macht spielt eine wichtige Rolle in der Diskussion in der Öffentlichkeit wie auch im Netz. Und das Auslassen dieser Machtstrukturen erzeugt nur den Schein von einer gleichberechtigten Diskussion. Sie ist es aber nicht. Beispielsweise, wenn bestimmte Menschen über ihre Menschlichkeit, über ihre Existenzberechtigung diskutieren müssen und andere lediglich darüber, wie sie ihr Leben verbessern können. Vielen Dank, Kypra. Da werden wir auch drüber sprechen. Ich finde den Begriff Absolutheitsanspruch auch sehr interessant, weil man hat das Gefühl, dass man im digitalen Kurs die ganze Zeit nur darauf trifft. Und da würde mich dann nachher sehr interessieren, was können wir dagegen tun? Vielen Dank. Paulina, was sind so deine Gedanken am Anfang? Ich habe gedacht, dass der digitale Diskurs der Zukunft in erster Linie sicher sein soll. Und das bedeutet für mich, dass die europäische Gemeinschaft garantiert, dass erstens sichergestellt ist, dass alle Menschen überhaupt erstmal Netz haben und teilnehmen können. Zweitens, dass unsere Daten sicher behandelt werden im digitalen Raum. Und drittens, dass menschenfeindliche Äußerungen verfolgt und geahndet werden und Algorithmen im besten Fall gemeinwohlorientiert arbeiten. Ich habe heute kaum Lust, mich an manchen Diskursen im digitalen Raum zu beteiligen, weil sie entweder negativ aufgehetzt sind und ich gar keine Lust habe, von der Stimmung her allein schon teilzunehmen, oder weil ich mir nicht im Klaren bin, was eigentlich mit meinen Daten und auch zum Beispiel Text- oder Bildmaterial passiert. Oder aber ich habe Lust und dann habe ich gerade kein Netz. Also ich glaube, die 3 Dinge müssen sichergestellt sein in Zukunft. Vielen Dank, haben sich alle angesprochen gefühlt wahrscheinlich, weil man 10 Momente im Tag hat, wo das Netz weg ist. Okay, vielen Dank, Paulina. Sammy. Ich kann gar nicht so viel hinzufügen zu meinen beiden Vorrednerinnen, weil sie beide zum einen auf Sicherheit und auch auf Verantwortung, Nachverfolgbarkeit und Dinge abhoben, die ich auch als wichtig empfinde. Ich will noch hinzugeben, dass neben dem schon angesprochenen es extrem wichtig ist, dass wir diese Transparenz verlangen von großen Firmen, dass wir dann nicht länger auf die Facebook, Instagrams oder die neuen sozialen Netzwerke, die auftauchen, dass wir denen nicht Freifahrtscheine geben, sondern ganz dezidiert diese großen Player in den Fokus nehmen können und sollen. Journalistisch machen wir das auf alle Fälle. Ich glaube, dass aber auch da die Politik, wenn man mit Expertinnen und Experten spricht, mittlerweile sehr aktiv ist. Und ich denke, das ist einer der Schlüssel, zu denen die zuvor schon genannt wurden, um in der Zukunft eine Diskussion und einen Diskurs online führen zu können, der weder menschenverachtend ist, noch Unterschiede, wie sie jetzt bestehen, zementiert, sondern bestenfalls Brücken baut oder Unterschiede vielleicht, zumindest was diese sozialen Unterschiede angeht, abbaut und verringert. Vielen Dank. Viele wichtige Punkte, die wir bestimmt auch gleich nochmal ansprechen. Raul, darf ich dir das Wort geben? Also alles, was vorher gesagt wurde. Aber ich glaube, wir dürfen online nicht mit offline beziehungsweise den klassischen Medien so weit auseinander trennen, weil es ja schon auch ganz oft so ist, dass Dinge erst dann an Bedeutung gewinnen, wenn sie in den klassischen Medien zum Beispiel dann auch diskutiert werden, weil sie im Internet standen. Das heißt, so einfach ist es nicht, nur das Internet in Verantwortung zu nehmen, wenn wir parallel Axel Springer und Co. haben. Also das ist schon auch eine wichtige Fragestellung, die damit einhergeht, wie viel Verantwortung haben in dem Moment dann auch klassische Medien. Dann brauchen wir sicherlich auch die Sicherheit als BürgerInnen, das wurde ja auch schon angesprochen, dass es genauso strafbar ist, ein Hakenkreuz an der Hauswand zu malen, wie es strafbar sein sollte, ein Hakenkreuz auf Twitter zu posten. Und solange das aber gesetzlich oder sagen wir mal von den Fahndungsbehörden unterschiedlich gehandhabt wird, solange gilt für viele Menschen das Internet als rechtsfreier Raum. Zumindest wird es so erlebt und empfunden. Und ich glaube, dass die sozialen Medien, also alle sozialen Netzwerke, die man so kennt, die Polarisierung unserer Gesellschaft insofern befeuern, dass sie eigentlich Diskurse gar nicht wirklich wollen.
Es geht immer nur um Like, um Dislike, um Kommentar und Gegenkommentar. Das heißt, wir polarisieren eigentlich. Und was fehlt, ist die Gemeinsamkeit der Menschen. Und keine Ahnung, früher war es vielleicht die Stammkneipe, wo man sich mit jemandem getroffen hat, der nicht 100% deckungsgleich dieselbe Meinung hatte, aber man kannte ihn halt aus dem Volleyballverein oder sie aus dem Basketballverein. Und dadurch ist man sich irgendwie auch auf anderen Ebenen einander näher gekommen und einander begegnet auch, ohne dass man immer die gleichen 100% politischen Ansichten haben muss. Und diese Begegnung, diese Orte der Begegnung von Menschen, die nicht so sind wie ich selbst, die sind, glaube ich, durch das Internet groß verloren gegangen. Jedenfalls, wenn wir nur soziale Medien uns anschauen. Und dann bilden sich auf der anderen Seite aber eben Filterbubbles und Blasen, wo wir uns nur noch mit den Leuten aufhalten, die so ähnlich sind wie wir. Und ich glaube, mit Theorien und mit Aufklärung kommen wir in dem Fall nicht wirklich weiter, sondern wir müssen wirklich es auch kulturell und technologisch schaffen, Orte der Begegnung zu kreieren, wo bis zu einem bestimmten Punkt auch andere Meinungen okay sind und man aber trotzdem friedlich miteinander umgeht. Vielen, vielen Dank an euch alle. Ich habe jetzt viele Stichworte auch aufgenommen für mich. Wir wollen das ja in die Zukunft gerichtet und positiv machen. Vielleicht können wir ein bisschen niedriger anfangen, weil ich hatte heute tatsächlich 2 Gespräche, wo ich danach so gedacht habe, ich habe auch tatsächlich laut geseufzt und meine Freundin meinte so, wow, du hast sehr laut geseufzt. Es ist tatsächlich sehr frustrierend. Das eine war mit einer Freundin, die in der Politik aktiv ist und die eben erzählt hat, gerade jetzt im Wahlkampf, dass sie ständig Kommentare bekommt und wo sie erklärt und erklärt und erklärt und da kommt am Ende nur zurück, ihr seid alle behindert. Also wortwörtlich, das hat sie mir so gesagt. Und das ist ein Ton, der im Netz herrscht. Und ich fand gerade, Raul, was du angesprochen hast, dass zwischen Offline und Online die Verbindung, dass man fast so ein bisschen denken kann, man muss eigentlich aus dem Online ein bisschen rausgehen ins Offline, um Dinge zu ändern. Und das ist so ein bisschen für mich die Frage, da war ich so ein bisschen frustriert. Also das war eins und das andere war eine gute Freundin, die ich seit Jahren kenne, die mit einem iranischstämmigen Mann verheiratet ist und die ein Kind bekommen haben, sagte zu mir, wir überlegen uns, Deutschland zu verlassen, weil ihr Mann eben ständig Rassismus ausgesetzt ist, jeden einzelnen Tag. Und das hat mich richtig fertig gemacht und traurig gemacht. Und deswegen, weil ihr gerade so diese ganzen vielen Themen angesprochen habt, stelle ich mir die Frage, was müssen wir denn angehen im Konkreten? Also welche Fragen müssen wir uns vielleicht stellen? Müssen wir uns vielleicht auch sagen, manche Dinge sind digital vielleicht gar nicht lösbar, wenn wir sie nicht offline, wie auch Raul gerade beschrieben hat, lösen? Also wie weit ist es sozusagen verbunden, diese beiden Ebenen? Und kann man das eine und das andere getrennt angehen? Ist es überhaupt möglich? Natürlich, wir müssen die Plattform beobachten, wie Sammy das auch beschrieben hat. Aber ist es bei euch manchmal so, dass ihr denkt, es gibt so viele Schwierigkeiten in unserer Gesellschaft? Können wir die überhaupt lösen, indem wir über das Digitale reden? Also wo ist da die Verbindung für euch? Vielleicht, wenn ich beginnen darf, und da bin ich sehr gespannt, was die anderen dazu denken. Also ich erinnere mich an Zeiten, wo es durchaus möglich war, im Internet konstruktiv zu diskutieren. Das Internet ist ja nicht per se, oder der digitale Raum ist ja nicht per se auf Destruktivität angelegt. Aber, und den Punkt hat Pauline angesprochen, Sami hat ihn angesprochen, aber auch Raul, die Architektur der jeweiligen Plattform, die Algorithmen, die Software, die dahinter steht, die Bedingungen, unter denen wir digital uns unterhalten, sind halt nicht darauf ausgelegt, dass wir konstruktiv miteinander ins Gespräch kommen. Und hier sind diejenigen, die diese Plattform verantworten, in der Verantwortung. Und genau diese Frage wird nicht ausreichend diskutiert, das hat ja Sami angesprochen. Das heißt, es wird immer wieder appelliert in vielen Diskussionen um
Diskurse im Netz, wir müssen so und so sein und so und so sein, da wird viel an den einzelnen Menschen appelliert, aber die Strukturen, innerhalb derer wir diskutieren, die Machtverhältnisse, innerhalb derer wir diskutieren, sind gar nicht darauf ausgelegt. Das heißt, es fühlt sich so ein bisschen so an, wie als würde man Menschen, die durch ein großes Tor laufen, anschreien und sie dafür verurteilen, dass sie nicht durch diese kleine, sehr schwierig zu erreichende Tür ein Gebäude verlassen. Und wir appellieren immer, dass sie diese kleine Tür nutzen sollen, aber diese große Tür ist halt viel natürlicher, weil diese Plattformen eben darauf ausgelegt sind, dass wir diese Wege wählen, dass wir auf diese Art und Weise geformt und normiert werden, weil sie wollen, dass wir maximal Zeit dort verbringen und weil sie wissen, was besonders viel Aufmerksamkeit erzeugt, was Menschen besonders einbindet. Und das sind nun mal Provokationen, negative Emotionen, Dinge, die uns einbinden. Und letztlich aber zu deiner Frage, also das Netz hätte das Potenzial, wenn die jeweiligen Plattformen, die Strukturen, innerhalb derer wir diskutieren, auf eine konstruktive Diskurskultur ausgelegt werden. Aber natürlich hast du recht, es spiegelt sich auch offline wider. Also das, was im Netz passiert, ist ja nicht komplett isoliert und losgelöst von der analogen Welt, die ja sonst eine heile wäre, sondern im Gegenteil, das bedingt sich ja gegenseitig. Und das ist eigentlich der Punkt, den ich anfangs angesprochen hatte. Wenn Menschen zum Beispiel versuchen nachzuweisen, dass eine Situation sexistisch ist, eine Aussage rassistisch ist, das Handeln der Menschen klimafeindlich ist, dass Menschen sich sozusagen diskriminierend, entmenschlichend, ausbeutend, rücksichtslos verhalten, dann geht es ja in erster Linie darum, dass diejenigen Menschen, die sich so verhalten, sich nicht reflektieren, ihre Perspektive universalisieren, verobjektiv erklären, sich ihrer Begrenztheit nicht bewusst sind, einen Absolutheitsanspruch also an den Tag legen, weshalb andere dann nachweisen müssen, dass hier ein Missstand besteht. Und viele unserer analogen Diskussionen, wie digitalen Diskussionen über die Klimakrise, über die verschiedenen Unterdrückungssysteme, erschöpfen sich darin nachzuweisen, dass dieser Missstand überhaupt besteht. Wir kommen gar nicht dazu, darüber zu diskutieren, wie wir in einer gerechteren Welt leben können, weil wir damit beschäftigt sind, nachzuweisen, dass es Ungerechtigkeiten in der Gegenwart gibt. Und das liegt daran, dass wir auch eine Kultur zelebrieren, leider. Raoul hat mehrere Medien angesprochen, die analog genau das natürlich kultivieren, die eine Kultur sozusagen zelebrieren, in der Menschen Absolutheitsansprüche formulieren. Ich habe die absolute finale Antwort auf dieses und jenes und alles ist schwarz und weiß und klar. Aber der öffentliche Raum dient eigentlich dem gemeinsamen Ergründen, dem gemeinsamen Suchen, dem gemeinsamen Versuch, Dinge zu lösen. Und das findet öffentlich, gegenwärtig nicht statt. Ein letztes Bild und dann höre ich auch auf. Eigentlich ist der öffentliche Raum meiner Ansicht nach ein dunkler Raum, so wie aus dieser Philosophie das Beispiel, wo ein großer Elefant in diesem Raum steht und alle sollen beschreiben, was für ein Wesen dieser Elefant ist. Und die einen sagen, Elefanten sind weiche, lange Wesen, jemand anderes sagt, Elefanten sind dünne, haarige Wesen und jemand anderes sagt, Elefanten sind schwere, ledrige Wesen. Alle haben recht, alle Perspektiven sind legitim, aber in dem Moment, in dem eine Perspektive verabsolutiert wird, in dem ein Mensch behauptet, seine Perspektive sei die einzig legitime und richtige, verpassen wir den Moment, diese verschiedenen Perspektiven zusammenzuführen, um zu erkennen, was ein Elefant tatsächlich ist, was die Herausforderungen unserer Zeit tatsächlich sind, wie wir mit dem, was uns umgibt, umgehen können. Und genau dieses Phänomen haben wir im letzten Jahr erlebt, als wir über rassistische Polizeigewalt diskutiert haben, wo es darum ging, ob es den Rassismus gibt oder nicht und nicht darum, dass eine Institution, die für manche Sicherheit und Ordnung bedeutet, für andere absolut lebensbedrohlich sein kann und dass es darum geht, damit umzugehen. Insofern braucht es das Ablegen des Absolutheitsanspruchs. Das ist ein super schönes Bild mit dem Elefanten, weil man ja viel über Perspektiven spricht. Darf ich einen Gedanken ergänzen? Also diesen Absolutheitsanspruch finde ich auch total wichtig, dass wir den immer wieder neu uns hochholen und in Erinnerung rufen. Es gibt dazu für mich aber auch noch den Punkt der Zulassen von Verwundbarkeit. Also, dass wir auch lernen müssen als Gesellschaft, dass uns das Klima einfach gerade richtig um die Ohren fliegt, dass wir ein rassistisches Problem in Deutschland haben. Und das wollen viele Menschen irgendwie aufgrund wahrscheinlich der Komplexität der Situation für sich erstmal nicht wahrhaben. Und wenn sie dann öffentlich als RassistInnen oder SexistInnen
also meistens sind es ja Männer, Sexisten, dargestellt werden, und das öffentlich, dann gibt es erst recht eine Reaktion darauf im Sinne von Verteidigung und Zurückbeleidigung, was dann wiederum bei den Menschen, die darauf hinweisen, oft in Zynismus umschlägt. Also, dass man dann sagt, naja, die Trolle halt wieder oder wie auch immer. Und ich bin weit davon entfernt, Verständnis für Trolle zu äußern. Ich glaube einfach nur, dass wir uns in so einer Spirale befinden, wo dann, keine Ahnung, auf sachliche Aussagen Hass folgt und darauf Zynismus. Und das sind aber, glaube ich, alles ähnliche Verwundbarkeiten und Fragilitäten, die sich da äußern. Und das wäre mal super spannend, auch psychologisch zu analysieren, wie wir da auch aus diesem Teufelskreis wieder rauskommen. Darf ich dir da gleich nochmal, Raul, eine Frage hinten anstellen, weil du das angesprochen hattest? Glaubst du, es ist vielleicht so ein bisschen wie in dem, was Kypra gerade erzählt hat oder dargestellt hat, dass es vielleicht sogar eine Lösung wäre oder dass es funktionieren würde, dass man den Umgang und eben das Öffnen der Perspektiven im digitalen Raum schafft und dass es dann sozusagen Auswirkungen auf den Offline-Raum hat? Glaubst du, das ist möglich? Das muss möglich sein. Ich frage mich nur, was wir diskutieren. Also diskutieren wir wirklich, ob es die Klimakatastrophe gibt? Ist das etwas, was diskutiert werden muss? Oder sollten wir nicht eher diskutieren, was geeignete Maßnahmen sind? Und da gibt es auch kein richtig und kein falsch, sondern wir müssen wahrscheinlich alle Maßnahmen gleichzeitig machen, um überhaupt noch das Ruder rumzureißen. Aber zu diskutieren, ob es überhaupt den Klimawandel gibt, ist einfach nicht angebracht. Und genauso wenig ist es angebracht, ob wir Rassismus in Deutschland haben. Natürlich haben wir Rassismus in Deutschland und wahrscheinlich sind wir fast alle Rassisten in bestimmten Situationen. Und dass wir das anerkennen müssen, das ist eigentlich die nächste Stufe der kulturellen Evolution, wenn man das so sagen kann, die wir brauchen. Sammy, nochmal, also auch auf das aufbauen, was Raul sagte, glaubst du, welche Anknüpfungspunkte gibt es denn, um den digitalen Diskurs zu verändern? Und vielleicht macht das ja die Welt besser, wenn wir digital gut miteinander umgehen. Ich hole auch noch mal ganz kurz aus, weil ich musste jetzt ganz viel dran denken, an die positiven Beispiele von verschiedenen Äußerungen auf sozialen Plattformen. Und es hat immer mit einer wahnsinnig hohen Kreativität Einzelner zu tun. Ich erinnere da an die junge Frau, die ein Schminkvideo machte auf TikTok. Und während dieses Schminkvideos, das aussah wie ein Tutorial, wie ein Schminktutorial, auf die Situation der Uiguren in China einging. Und sie hat quasi das, was auf dieser Plattform eigentlich nicht möglich war, ausgetrickst. Ne? Und auch wenn wir jetzt hier über Themen diskutieren, die uns in Deutschland betreffen, will ich auch noch mal daran erinnern, dass beispielsweise in arabischen Ländern oder allgemein in Ländern des globalen Südens soziale Netzwerke eine ganz andere Rolle haben. Die werden da anders diskutiert. Vor 10 Jahren, als die Regime unter Druck gerieten, zum Teil vielen, hat man gesehen, dass dass mehrere Möglichkeiten genutzt wurden, die sich ergaben aus den Situationen vor Ort, die sich ergaben aus langen, gewachsenen politischen Aktivitäten, in der Regel von kleineren Gruppen und dann der Möglichkeit der größeren Vernetzung über beispielsweise Facebook-Gruppen und so weiter und so fort. Es ist nicht zwingend, das bläst nicht in das Horn von, hey, das war eine Facebook-Revolution in Ägypten oder Tunesien, sondern vielmehr, es ist super komplex und es ist alles miteinander verbunden. Und auf einmal ist ein Werkzeug da, das für eine Zeit kreativ genutzt wurde von Personen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, weil dieses kreative Nutzen von Einzelnen und auch von Gruppen, die Vernetzung, das sind Möglichkeiten, die das Internet damals bot und die es bis heute bietet. Deswegen auch das, was du erzählst von dem befreundeten Paar von dir, das ist vielleicht so ein bisschen far-fetched, ja, die fühlen sich unwohl in ihrem jetzigen Kontext. Die könnten sich Safe Spaces suchen. Das werden sie machen, indem sie quasi mit Freundinnen und Freunden wie dir Kontakt halten, man Erfahrungen austauscht, Strategien zum Beispiel, wie umgehen, wenn man entweder von Rassismus betroffen oder safe weiß, okay, das ist jetzt uncool,
wie kann ich mich arrangieren? Das sind alles grundmenschliche, sage ich mal, Muster. Und die zu übertragen zu können und zu übertragen ins Digitale ist extrem wichtig. Die werden bestimmt die beiden ihren Instagram-Feed so kuratiert haben, dass sie durchaus quasi sehen, was sie interessiert, dass sie sich wohlfühlen, dass für sie interracial Relationships kein Unding sind und so weiter und so fort. Das ist bis zum gewissen Teil in der gelebten Realität, in einem gelebten Alltag, zu dem ich online und offline gleichermaßen irgendwie gewichten will, möglich, bis es eben zu diesem Zeitpunkt kommt, in dem dein eigenes Wohlbefinden berührt wird. Und da, finde ich, macht es überhaupt keinen Unterschied, wo dieses Unwohlsein anfängt und wo es aufhört, wo es seinen Ursprung hat. Das ist, glaube ich, für jeden, der oder die betroffen ist, einfach schlimm genug. Was ich aber sagen möchte auf die Frage, wo ist online Möglichkeit als Vorbild, würde ich auf alle Fälle sagen, dass wir mit Kreativität die Möglichkeit haben, weiterhin größere Institutionen auszuklammern. Ich halte immer noch fest, vor allem seitdem ich mich mit TikTok beschäftige, dass jeder Content Creator und jede Content Creatorin sein kann, so rum. Und es dadurch auch schafft, quasi für sich und für andere zu sprechen. Und diese ganzen Gatekeeper-Themen, die sind heute die Hürden sind deutlich niedriger. Das heißt aber nicht, und da komme ich wieder auf dieses Beispiel mit der jungen TikTokerin, die auf die Lage der Uiguren aufmerksam machte. Ich habe gestern erst Videos gesehen von Corona-Pandemie-LeugnerInnen, die quasi genau ihr Weltbild über ein Kuchen-Tutorial legen. Ne? Also diese Kreativität kann von beiden genutzt werden. Eine Frau schlägt 2 Eier in eine Schale und sagt, oder 3, keine Ahnung, 3G, das ist Totalitarismus. Ne? Es ist eine Text-Bild-Schere da. Und diese Mechanismen können in beide Richtungen genutzt werden. Und das finde ich spannend. Ich habe da aber noch keine endgültige Meinung, ob das irgendwie uns rettet oder uns noch weiter irgendwie in die Misere lotst. Aber genau, das sind zumindest mal meine Beobachtungen. Ein bisschen Dual-Use-Technology. Ja, da kommen wir gleich nochmal dazu. Raul, gerne. Ich glaube auch, dass es so ein bisschen, also klar, Algorithmen sind biased und haben sicherlich auch viele diskriminierende Faktoren drin, die wir noch gar nicht erahnen können. Aber die sozialen Medien schaffen es eben auch, Themen nach oben zu spülen, auch in die klassischen Medien wieder nach oben zu spülen, die, sagen wir mal, gute Themen sind, ja. Also wie oft wurden marginalisierte Gruppen von klassischen Chefredaktionen einfach aussortiert und plötzlich ist es möglich, eigene Gegenöffentlichkeiten oder eigene Öffentlichkeiten zu schaffen, die dann irgendwann so groß und so relevant werden, dass alle über Rezo berichten. Ja? Und das ist, glaube ich, schon auch immer Fluch und Segen gleichzeitig, so wie Sami auch gesagt hat. Also Technologie ist erstmal wertfrei. Es ist immer die Frage, was wir daraus machen. Paulina. Ich habe mich euch lauschend eben nochmal gefragt, ab wann wir etwas überhaupt einen Diskurs nennen wollen und können. Ist ein Diskurs schon eine Ansammlung von Meinungen, wie wir es häufig auf Twitter erleben? Oder ist eigentlich erst der Austausch von Meinungen ein Diskurs? Also das Aufeinander Bezug nehmen, reagieren, sich füreinander interessieren. Dann habe ich mich gefragt, was wäre denn erstrebenswert, wenn wir jetzt selbst so frei wären, Diskurs definieren zu dürfen und das normativ? Dann würde für mich dazu gehören, dass es überraschende Impulse gibt. Das knüpft ein bisschen an Sami an und das Kreative, Aktionskünstler, disruptiv so ein bisschen. Dann diverse Stimmen, also nicht wie in den Talkshows. Radikal gesprochen könnte man ihnen Diskurs absprechen in unserer neuen normativen Definition, wenn man sagt, wenn immer die gleichen zusammensitzen, dann ist es vielleicht kein Diskurs mehr.
interessiert, wie ich meinte, also dass häufiger auch Fragen gestellt werden, statt nur Meinungen geäußert, und halt konstruktiv, also mehr auf Lösung statt auf Konflikt ausgehend. Und das, genau, also das bringt mich nochmal zu dieser Frage, die eben genannt wurde, also wie ist ein Raum aufgebaut? Und wenn der Raum so aufgebaut ist, indem wir uns digital bewegen, dass er genau diese genannten Punkte eben nicht befördert, sondern das Gegenteil, dann haben wir es schwer, zu einem positiven Diskurs, so wie wir uns wünschen, zu kommen. Also eine Sache, die mir auf Twitter, was ich sonst echt anstrengend finde, gefällt, und das ist jetzt ein ganz, ganz kleines positives Beispiel, ist sowas wie, wenn Leute begründete Empfehlungen für andere Accounts geben. Also zum Beispiel sagen, hey, ihr interessiert euch für das Thema, hier kriegt ihr bei der und der Person ganz tolle Einblicke oder sowas. Und das sind so Dinge, wo ich immer merke, boah, cool, hier nutzt gerade jemand voll klug dieses Medium, um Diskurse breiter zu machen und tiefer und besser. Kybra, darf ich dir noch mal einen Gedanken mitgeben? Mein Ton ist leider gerade wieder weg, muss ich kurz wir sagen. hören Ich bin dich. wieder am Reparieren. Hoffentlich Ja, gleich wieder alles da. klar. Okay. Ich fand es interessant, was Sammy gerade angesprochen hat, weil ich das selber drüber nachgedacht habe. Also wir erinnern uns alle 2011, so diese Zeit, wo das so Facebook als also im sogenannten arabischen Frühling benutzt wurde, eben als Kommunikationsmittel, als Freiheitsmittel eigentlich auch. Und ich kenne es selber aus dem Iran, wo viele meiner Freundinnen und Verwandte das sehr intensiv nutzen. Und das ist für sie, der digitale Raum ist der Freiheitsraum für die Menschen. Was können wir von dort oder von diesen Dynamiken vielleicht zu uns übertragen? Ja, ich hatte ja eingangs erwähnt, dass ich ja auch den Raum Internet, die sozialen Medien anfangs ganz anders erlebt habe. Also wenn ich mich zum Beispiel zurückerinnere an die Republikas in den Jahren 2010, 2011, 2012, da ging es die ganze Zeit darum, um die Potenziale im Internet eigentlich hervorzuheben, wie marginalisierte Stimmen plötzlich an den Gatekeepern vorbei in die Mainstream-Medien hineinsprechen konnten. Wir sprachen darüber, wie neue Diskurse plötzlich entstanden sind. MeToo, Schau hin und viele andere Kampagnen, die gegen Rassismus, Sexismus sich wendeten, im Alltag wendeten. Also man muss sich mal kurz vergegenwärtigen, wenn wir uns mal erinnern, wie es vor ungefähr 8, 9 Jahren war, wenn wir über Rassismus in Deutschland gesprochen haben, dann war in den meisten Köpfen eigentlich nur Rassismus ist gleich Springerstiefel, Glatzkopf und gleich Neonazi. Aber zwischen unserer Gesellschaft hier in der Mitte unter uns und dem gab es keinen Rassismus. Und da fing er erst an. Das heißt, das war die Wahrnehmung, das war die Sensibilisierung. Wir haben eigentlich alle ja selber in unseren eigenen Entwicklungen innerhalb der vergangenen Jahre ja massivst erlebt, wie konstruktiv, wie positiv das Potenzial des Internets sein kann. Wir haben aber auch erlebt, wie es destruktiv sein kann, wie das Internet dazu führen kann, dass Menschen sich darin legitimiert fühlen, ein Geflüchtetenheim in Brand zu setzen, dass sie anfangen, Verschwörungstheorien anzuhängen, antisemitische, rassistische und so weiter und so fort. Wie Menschen plötzlich Morddrohungen an WissenschaftlerInnen senden, weil sie glauben, sie würden irgendeiner Verschwörungstruppe beiwohnen und was weiß ich, was alles planen mit der Weltbevölkerung. Das sind ja alles Dinge, die gleichzeitig passieren. Wir erleben, wie die Art und Weise, wie beispielsweise in feministischen Szenen gesprochen worden ist, dass die Sprechpause, das Sternchen, dieses Leben einer alternativen Sprachform immer größere Kreise gezogen hat, sodass heute sogar in der Tagesschau zum Teil gegendert wird. Also diese positiven Entwicklungen, die gibt es nicht nur in ganz anderen Teilen der Welt, sondern ja auch hier. Es gibt sozusagen viel Potenzial und viele Möglichkeiten. Und das muss man sich vergegenwärtigen und gleichzeitig muss man halt, und das ist mir sehr wichtig, schauen, was passiert in diesen Strukturen strukturell bedingt an negativen Dingen. Was muss sich also an diesen Strukturen ändern, damit Gewalt, Entmenschlichung, gesellschaftliche Spaltung, Radikalisierung, Extremismus jeglicher Art überhaupt gar nicht erst stattfindet. Und da finde ich Disruption
elementar und wichtig. Also Sami hat ja viele Beispiele genannt, wo Menschen in Plattformen, wo es eigentlich nicht vorgesehen ist, dass Menschen etwas jenseits von Lifestyle-Content posten, dann plötzlich doch zu bestimmten Themen aufmerksam machen. TikTok hatte ja zum Beispiel auch diese sehr herausragende Aktion, wo diese jungen Menschen plötzlich doch im politischen Feuilleton Thema wurden, als die bei einer Trump-Wahlkampftour, glaube ich, war das, dann lauter Tickets gekauft hatten und er dann vor einem leeren Saal oder in einem relativ leeren Saal plötzlich stand. Und diese Organisationsmöglichkeiten, sie bestehen. Aber, und das ist mir halt wichtig, wir dürfen nicht so tun, als seien diese Plattformen unveränderlich. So als seien diese Strukturen unveränderlich. Disruption, finde ich, ist eine Zwischenlösung, aber keine nachhaltige. Denn wir haben die Möglichkeit, grundsätzlich über das zu diskutieren, was uns umgibt und die Destruktivität dieser Plattformen und dieser Strukturen herauszuheben. Das ist immer so, wie wenn man Menschen sagt, ja, wenn man Individuen darüber aufklärt, wie sie geschlechtergerechter, weniger rassistisch, weniger homofeindlich, weniger antisemitisch und so weiter und so fort sein können. Aber wir leben in Strukturen, die ein solches Verhalten befördern. Von der Art und Weise, wie was wir an Schulen gelehrt bekommen, über das Juristische, ja, wenn wir über das Transsexuellengesetz zum Beispiel sprechen oder auch das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare, über Neutralitätsgesetze, die für bestimmte religiöse Minderheiten de facto eigentlich fast ein Berufsverbot bedeuten in manchen Bundesländern. Also sind ja alles Dinge, die auf Strukturen deuten, die diese Entmenschlichung, Unterdrückung, Diskriminierung ja zementieren. Und die gilt es anzugehen und genauso auch im Internet. Insofern, und das ist ja das Geile, wir alle wissen um die Veränderlichkeit dieser Strukturen und dafür braucht es Raum und darüber müssen wir sprechen, denn all diese positiven Dinge, die wir genannt haben, die passieren ja trotz dessen. Und wie geil wäre es, wenn es Strukturen gäbe, die das geradezu befördern würden. Finde ich total schön, weil ich selber auch auf Twitter, muss ich sagen, ich bin da sehr aktiv und ich habe eigentlich fast nur positive Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Also, aber darüber redet man natürlich dann auch wieder nicht oft, weil das Negative, was Kypra auch vorhin meinte, ist dann oft vorherrschend. Das ist dann so präsent. Und ich merke halt, weil ich achte natürlich sehr auf einen einschließenden Ton und darauf auch Menschen, die eine andere Meinung haben als ich, nicht zu sagen, du bist ja ganz schön deppert oder so, sondern zu sagen, okay, finde ich toll, was du sagst, aber ich sehe es halt anders. Raul, vielleicht die Frage, was die Frage eigentlich die Kypra gerade gestellt hat, wie kann man denn solche Strukturen schaffen, weil man ist ja als Einzelperson auch sehr mächtig eigentlich. Also man kann ja solche Räume schaffen und die einfach größer machen im Digitalen. Also ich glaube, da waren wir ja auch schon in zahlreichen Hackathons und dann mit das Netz an genau diesem Thema dran. Ich glaube, wir müssen den NutzerInnen und Nutzern die Möglichkeit geben, mehr Kontrolle über den Diskursraum, den sie aufmachen, zu geben. Das bedeutet, ich möchte die Wahl haben, mit wem ich überhaupt diskutiere und nicht mit Gott und die Welt. Weil das ist ja auch ein Problem, ne? Also dann kommt irgendwie, keine Ahnung, Hans-Jochen und hat auch eine Meinung, obwohl wir vielleicht Expertinnen in dem Bereich sind und müssten dann ständig wieder von vorne anfangen und wie Kypra immer so schön sagt, die intellektuelle Putzkraft machen. Also das ist einfach auch wirklich anstrengend und bringt auch keinen einzigen Diskurs weiter. Das heißt, zu entscheiden, mit wem ich diskutiere, ist schon ein wichtiger Ort und ein wichtiger Raum. Und natürlich kann ich jetzt auf Twitter irgendwelche Listen anlegen oder einschränken, wer darauf reagieren darf oder auch auf Facebook mit Freundeslisten und so. Aber ich glaube, das ist noch viel zu kompliziert und auch vielen NutzerInnen gar nicht klar, dass es solche Möglichkeiten gibt. Der zweite Punkt, der auch total wichtig ist in meinen Augen, wie lange darf diskutiert werden? Also aus meiner Erfahrung ist es doch so, dass irgendwie, sagen wir, nach 24 Stunden alles gesagt ist. Ja, also es ist jetzt sehr unwahrscheinlich, dass irgendwie nach 72 Stunden jemand noch den mega einen Nachtrag reinbringt. Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, die zeitlich zu begrenzen. Das heißt, wie wäre es, wenn ich auf Facebook sagen könnte, okay, die Kommentarfunktion ist jetzt 4 Stunden offen,
So lange habe ich Zeit und kann mitdiskutieren und mitmoderieren. Aber ich bin ja immer noch am Hinterherfegen von Posts von vor 3 Jahren. Und das ist ein großes Problem auch. Das heißt, je mehr weiße Fläche ich zur Verfügung stelle oder je mehr Tiere ich in den dunklen Raum stelle, desto mehr wird darüber auch diskutiert werden. Und wir müssen also die weiße Fläche und die Möglichkeiten des Diskurses auch wieder begrenzen und auf das Konstruktive und Handhabbare runterdampfen. Und ich habe früher beim Rundfunk gearbeitet und wir haben, ich sage es jetzt wirklich mal salopp, im Strahl gekotzt, weil wir nach einem Jahr alle Posts von vor einem Jahr löschen mussten. Und es war händische Arbeit. Ja, also warum geht sowas nicht automatisch so? Und warum kann ich nicht die Diskursräume auch automatisch wieder schließen? Und ich meine, Frank Plasberg diskutiert bei Hart aber fair ja auch nicht ewig, sondern es hat auch einen begrenzten Zeitraum. Ja, aber ihr versteht, was ich meine. Also irgendwie, diesen Plattformen, denen geht es wirklich nur um Traffic. Und denen geht es gar nicht um den Inhalt. Weil würde es ihnen um den Inhalt gehen, würden sie den Hosts von Diskussionsräumen auch viel mehr Moderationstools an die Hand geben. Und das ist nicht nur, keine Ahnung, eine Blacklist von Wörtern, sondern das ist eben das, was ich gerade gesagt habe. Und also ehrlich gesagt, ich erwische mich selber dabei, wenn ich etwas poste, frage ich mich, wie lange hast du denn eigentlich danach Zeit, da irgendwie ein Auge drauf zu haben? Und das führt dazu, dass ich nichts poste. Ich wollte noch einen Gedanken kurz anschließen. Und zwar, wir halten ja viele Dinge für gesetzt, ja, müssen aber nicht. Also beispielsweise, wenn wir jetzt über diese Strukturen sprechen, es klingt jetzt vielleicht erstmal abstrakt, aber de facto ist es normal geworden, dass, wenn jemand etwas schreibt, immer sein Foto daneben steht, immer sein Name dabei steht. Dass Menschen Feeds haben, die quasi die eigene Identität begleiten, bestücken. Und das macht etwas mit der Psyche, mit der Wahrnehmung, mit der Identität, mit der Personalisierung von politischen Positionen, mit der Tatsache, dass wir inzwischen bei vielen politischen Bewegungen immer mehr uns auf einzelne Personen fokussieren, statt die Themen im Zentrum zu haben, dass wir so eine Art Amerikanisierung zum Beispiel vieler politischer Diskussionen, auch von Wahlkämpfen erleben, die sich immer mehr um bestimmte Figuren herumdrehen, und es war nicht immer so. Also wenn wir uns zum Beispiel mit Fernsehinterviews mit PolitikerInnen aus vor 50 Jahren zum Beispiel anschauen, die waren nicht darauf aus, so super catchy Soundbites zu bieten. Es waren ganz andere Interviews als heute. Und heute aber ist es so, dass, das schreibt jemand was mit Fingern schnipsen. Darf ich nicht mit den Fingern schnipsen? Steht da? Egal. Nee, es ist eine Frage, die ich gleich stelle. Ach so, okay, gut. Es geht um Magie quasi. Ach so. Und jedenfalls finde ich, müssen wir uns damit auseinandersetzen. Was macht es zum Beispiel, dass Diskussionen so funktionieren, dass du etwas schreibst und dann der nächste Kommentar darunter steht? Was machen diese Hierarchien miteinander? Oder machen sie überhaupt etwas mit uns? Was macht es mit uns, dass alles, was wir je geschrieben haben, für immer dasteht? Ganz egal, wann das war. Was macht es mit uns, dass, wenn wir durch das Internet uns bewegen, wir kein Gefühl für Zeit haben? Nicht nur, weil wir ein Zeitgefühl verlieren und stundenlang, obwohl wir das anderes machen wollten, plötzlich uns im Wikipedia-Tunnel verirrt haben und irgendwie bei 1800 irgendwas gelandet sind, sondern auch, weil nicht ersichtlich ist, wann etwas geschrieben worden ist, weil die Dimension Zeit keine Rolle mehr spielt, weil etwas, was vor 7 Jahren im Netz erschienen ist, uns so erscheint, wie als wäre es heute gewesen. Und was machen sie, diese Verflachung von Raum und Zeit, was machen sie mit unseren Identitäten, unserer Wahrnehmung der Welt? Und das sind alles Dinge, die uns beeinflussen, die unsere Identität beeinflussen, unsere Weltsicht beeinflussen und natürlich unseren Diskurs. Und ich finde, das sind spannende Fragen. Wie wäre es, wenn Kommentare immer nur 5 Stunden da bleiben und dann sind sie weg?
Wie wäre es, wenn unsere Bilder, unsere Namen nicht neben dem stehen würden, sondern wenn die Themen im Zentrum stünden, wenn Twitter eine Plattform wäre, wo es nicht, das war eine so schöne Frage von Paulina, so ein Diskurs, wenn alle nur ihre Meinung reinhauen. Das ist ja wie in so einer Arena, wo etwas passiert und dann versuchen alle den klugsten Take, den lustigsten Take da in die Luft hineinzuschreien und Applaus zu bekommen. Aber reden sie wirklich miteinander? Nein. Sie brüllen alle hinein in ein imaginiertes Publikum, was eigentlich nur aus ihnen selbst besteht. Und ich finde, diese Fragen sind spannende Fragen, weil sie öffnen uns auch so ein bisschen die Tür, um zu überlegen, wie könnte es anders sein? Also die Frage finde ich total spannend, also so als Gedankenexperiment, wie wäre es, wenn alle Posts nach 5 Stunden verschwinden würden? Also muss man echt mal drüber nachdenken. Ich überlege gerade, wäre das gut? Ja, war schon gut. Wir haben vor ein paar Jahren noch groß über das Recht auf Vergessen diskutiert und das hebeln wir alle selber aus inzwischen. Das ist echt eine interessante Frage. Ich würde gerne eine Frage von den ZuschauerInnen, ich lese sie einfach mal vor. Und wer sich berufen fühlt, möge einfach gerne antworten. Würdet ihr die aktuelle Debatte rund um den vermeintlichen, in Anführungsstrichen, Linksrutsch in der Bundesrepublik als Ausdruck von Kontrollverlust und Angst aus Unverständnis gegenüber dem Neuland Internet, Social Media der rechten und konservativen Kräfte betrachten? Und wenn ja, ist das nicht gesamtgesellschaftlich gesehen bereits die gute Nachricht? Da würde ich kurz was zu sagen. Als ich das erste Mal wählen durfte, gab es die Rote Socken-Kampagne. Da wurde auch vor einem großen Linksrutsch gewarnt. Also ich habe eher das Gefühl, Themen wiederholen sich. Ich glaube nicht, dass das durch das Internet diskutiert oder verändert wird. Was wir, glaube ich, vielleicht gerade merken, ist, dass in den sozialen Medien tendenziell eher jüngere Menschen unterwegs sind. Und das meine ich jetzt gar nicht ageism-mäßig, sondern das sind ja einfach so die Fitten, die am Computer sitzen und irgendwie damit savvy sind. Die sind aber gar nicht die politische oder die gesellschaftliche Gruppe, die die Mehrheit abbildet. Und da gibt es sicherlich in älteren Generationen mehr Vorbehalte gegenüber den roten Socken in Anführungsstrichen als in jüngeren Generationen. Paulina. Samuel, möchtest du zuerst? Nee, ich warte, bis du fertig bist. Okay. Ich würde vermuten, dass dieser aktuelle Diskurs rund um den Linksrutsch oder diese große Angst um R2G eigentlich eher Ausdruck ist dafür, wie gut vernetzt und ich habe noch nicht das richtige Wort gefunden, was auch irgendwie anständig ist, aber wie die konservative Gruppe in Deutschland, wie gut vernetzt sie ist und wie sehr sie es vermag, Frames zu setzen und Diskurse zu setzen. Und wenn man das einmal spiegeln möchte, also wenn ich jetzt auf progressive Kräfte oder linkere Kräfte in Deutschland schaue, die haben nicht seit Monaten an dem Narrativ Schwarz-Gelb wäre unser Untergang gearbeitet. Und darüber geredet und Bilder aufgebaut, wie furchtbar destabilisierend für unser Land jetzt Schwarz-Gelb wäre und wie gefährlich für viele Gruppen etc. etc. Darauf wurde die Energie einfach nicht verwendet. Vielleicht bestehen auch nicht, das weiß ich nicht genau, die dafür notwendigen Kanäle. Raul hat es von angesprochen, die Springerpresse etc. Aber mir scheint, das ist vielleicht eher der Grund für dieses große Narrativ, das jetzt besprochen wird oder das überall so durchsickert. Rot-Rot-Grün wäre ja ganz, ganz gefährlich für unser Land. Ich glaube, es ist einfach Zeichen davon, wie wahnsinnig geschickt die, ich sag mal, grob Konservativen in unserem Land sind. Sammy, darf ich dir gleich eine Frage mitgeben, wenn du was dazu sagst? Und zwar, weil du ja auch, also du hast ja auch gerade recherchiert zur TikTok, zur Plattform und hast vorhin auch die Plattform angesprochen. Aus deiner Recherche und aus deiner Erfahrung, das ist auch aus dem Chat, wenn du eine Sache ändern könntest, also du hättest die Macht, eine Sache im Thema, in diesen Strukturen, Plattformen zu ändern, was wäre das? Go. Definitiv Transparenz bezüglich der Algorithmen, bezüglich der Dinge, die dir als Userin, als User
in deinem Feed weit oben angezeigt werden, die repräsentativ stehen für die Diskussionen, die geführt werden bezüglich konservative Regierungen, linke Regierungen oder sozialdemokratisch geprägte Regierungen, whatever. Und wieso wünsche ich mir mehr Transparenz? Ich würde euch kurz ein Beispiel erzählen, einer Recherche, die wir am Tag jetzt vor der Aufzeichnung hier im Podcast veröffentlichten. Es geht um TikTok und um ein Video, eine Art Meme, das dort seinen Ursprung nahm und das quasi die Grüne, ich fange nochmal an, Folgendes: Ein TikToker stellt sich hin in sein Zimmer vor ein Mikrofon, im Video erscheint der Text: Es ist Wahl, es ist der 26. September, die Grünen haben die Wahl gewonnen, das wird sich ab jetzt ändern. Und dann kommen 7 Bilder mit angeblichen Verboten. Nicht mehr Auto, Silvesterraketen mehr. Alles Erzählungen, falsche Erzählungen, die seit Jahren über die Partei existieren. Narrativ quasi die grüne Verbotspartei. Und Sammy, diverse TikToker wiederholen, weil dein Ton war gerade weg. Kannst du die Beispiele nochmal wiederholen? Wir haben mein Video kurz aus. Das war kurz, ja, ist vielleicht besser. Genau, also die Verbote waren keine Silvesterraketen mehr, kein Fleisch essen, Verbot von WLAN auf öffentlichen Plätzen, kein Autofahren mehr, Tempolimit, nur noch E-Autos. Dinge, die bis auf alles quasi falsch oder misleading, ne? Bis auf die Sache mit dem Tempolimit auf Autobahnen. Das Spannende an dieser Recherche, die wir veröffentlichen, war quasi eher zu zeigen, es war keine gesteuerte Kampagne, sondern es war wirklich ein 15-Jähriger, der irgendwie keinen Bock hatte, dass die Grünen gewählt werden, der deshalb auf Facebook irgendwo so einen Sharepick sieht von irgendeiner komischen Seite, die sich gegen die Grünen ausrichtet, und der dann so ein plattformspezifisches Meme daraus macht. Und da ist er wieder selbst kreativ geworden. Und das an sich wäre noch kein Problem. Der hatte ein paar tausend Follower zu der Zeit, 1300 oder so, hat aber mehr als 500.000 Views bekommen. Andere haben es kopiert 1:1 und es kam auf mehrere Millionen Views. Einfach nur, weil der Algorithmus diesen Inhalt für so empfehlenswert hielt, obwohl er Falschbehauptungen beinhaltete, dass er millionenfach angezeigt wurde. Und da wird es spannend, weil ich glaube nicht, dass es gibt durchaus diese Kampagnen gegen konservative Mandatsträgerinnen und Mandatsträger. Söder ist ein Beispiel dafür, der extrem viele kampagnenhafte Postings abbekommt. Laschet auch, extrem krass. Laschet lacht, Laschet lasset, diese Hashtags, die kursieren auf Twitter, die meiner Meinung nach was sehr Grassrootiges haben, ähnlich wie die Fridays for Future Inhalte eben auch. Es gibt die von beiden Seiten. Sie werden, und da sind wir quasi wieder am Anfang der Diskussion, sie werden begünstigt, weil sie spaltend sind, weil sie emotionalisieren. Emotionalisierende Inhalte, egal ob jetzt bezahlt oder nicht bezahlt online, haben die Chance, viral zu gehen. Und da müssen wir genauer in den Algorithmus oder in die algorithmischen Entscheidungen gucken können, weil wieso sollte mich ein Video gegen die Grünen interessieren? Das könnte mich interessieren, weil vielleicht die Plattform weiß, dass ich Auto-Content like. Ja? Also wenn ich viele schnelle Autos mag, dann wird der Algorithmus sich denken, alright, dann hat er bestimmt nicht so Bock, dass die Steuern steigen auf Benzin oder dass es ein Tempolimit gibt. Ne? Und dann füllt er mich mit Falschinformationen and so on. Und das Spannende ist, wir haben jetzt über diese Plattformen gesprochen, auf denen wir quasi sozialisiert wurden, Facebook, Twitter, vielleicht noch ein bisschen Instagram. Und heute TikTok ist deshalb spannend, weil es super komplex und kompliziert wird, Video, Text, Sound, Meme, Reposts und so weiter und so fort. Und es kommt aus China. Es ist aber eigentlich das Destillat
allen Silicon Valley Denkens. Es ist shiny, oberflächlich, Musik. Wer gute Musik in seinem Video verwendet, von in der Regel westlichen Popstars, springt auf einen Trend auf. Es ist sehr werbelastig, hübsch ist wichtig. Es gab die Fälle, dass TikTok Inhalte von dicken Menschen, von Menschen mit Behinderung eine Zeit lang geshadowbanned hat, auch deren Hashtags unterdrückt hat, weil die Experience tatsächlich sollte nicht gestört werden durch Bilder, die nicht in diese Welt passen. So, und das ist die am meisten downgeloadete Social-Media-Plattform des vergangenen Jahres, und das ist eine totale Blackbox. Und der letzte Punkt vielleicht noch zu dem was wir diskutieren in digitalen Plattformen. Jede Plattform hat ihr Eigenleben, eigene Formate. Wir wissen, Rezo funktioniert auf YouTube, aber auch Verschwörungsschwurbler, die 3 Stunden am Stück sich in Schalten zusammenfinden und die Blödsinn erzählen, funktioniert auch auf YouTube. Auf Instagram funktionieren Fotos, auf TikTok funktionieren Memes. Ne? Und wenn wir als Journalistinnen und Journalisten darauf gucken, dann stellen wir häufig die Frage, weshalb geht etwas viral, vor allem wenn es um Falschbehauptungen geht. Und mir fällt auf, dass es vor allem dann klappt, und das sage ich jetzt ganz wertfrei, ja, nicht im positiven oder im negativen Sinne, wenn man es schafft, eine Falschmeldung über Markus Söder zu verbreiten, dann ist die in der Regel ein schnell gemachtes Sharepick, ein Foto von Markus Söder, auf dem steht, hier, er ist korrupt, weil seine Frau macht X und Y. Facebook-spezifisch, würde auf TikTok nicht laufen. Und wenn wir uns dann angucken, wo der Ursprung ist, dann wird es wieder spannend, weil häufig diese Gruppen verwobener sind, als man denkt. Aber es sind keine Masterpläne bislang, die ich gesehen habe, die jetzt in diesem Wahlkampf bislang quasi online die Schlagkraft hätten von dem, was wir offline sehen. Ich sage nur die Plakatkampagne gegen die Grünen beispielsweise. Das gibt es alles online wie offline, aber wir müssen online genauer dahin gucken, weshalb wird es Personen angezeigt, weshalb entscheiden Plattformen, wie sie entscheiden, was ist die Grundlage für die logarithmischen Entscheidungsfindungen auf diesen Plattformen. Wir werden eure Recherche auch in den Shownotes verlinken. Soweit ich weiß, wurde es ja auch immer wieder probiert, auch im US-Kongress, dass man irgendwie versteht, Transparenz schafft. Das ist ja bisher nicht so erfolgreich gewesen, aber das wäre tatsächlich, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Kybra, vielleicht auch, wenn du gerne anfügen möchtest, auch nochmal die Frage, jetzt haben wir über die Plattform gesprochen, was ein wichtiger Punkt ist, der sich verändern sollte und vielleicht auch hoffentlich wird. Was wäre für dich denn auch da, wenn du dir eine Sache aussuchen könntest in diesem Bereich digitaler Diskurs? Was wäre was Großes, wo du denkst, das würde wirklich etwas nachhaltig ändern? Ich würde vorher etwas anfügen zu dem, was Sammy gesagt hat, und gerne auf diese Frage dann eingehen. Und zwar, ich bin nicht so, ich finde die Beobachtung von Sammy sehr wichtig, und gleichzeitig würde ich gerne erinnern, was in UK passiert ist vor Brexit, aber auch bevor Trump gewählt worden ist in den USA, wo viele JournalistInnen, die diese Debatten und den Wahlkampf beobachtet haben, es gab Einzelne, die das dann durchaus prophezeit haben, aber sehr, sehr wenige, weil in öffentlich nicht einsehbaren, nicht gut zurückverfolgbaren Öffentlichkeiten, die nicht von der Gesamtöffentlichkeit einsehbar sind. Also im Bezug auf Brexit waren es diese Dark Ads, also Facebook-Seiten, die dann zum Beispiel
Werbung geschaltet haben mit Falschnachrichten, von wegen, wenn jetzt es ging um sozusagen Migrationsstürme, wenn wir jetzt nicht für den Brexit stimmen, dann gibt es sozusagen so und so viel Millionen Menschen, die dann einwandern werden, etc. Also ganz viele so absurde Dinge, weshalb viele dann überrascht waren, über die Massen an Menschen, die ganz anders dachten, als man in der Gesamtöffentlichkeit vermutet hatte, weil diese Diskussion, diese Informationen wurden nicht in der Gesamtöffentlichkeit verbreitet, nicht dort diskutiert, sondern in Suböffentlichkeiten oder halt auch in sozusagen Öffentlichkeiten, die nicht keine richtige Öffentlichkeit in dem Sinne sind, wo dann miteinander gesprochen wird, sondern wo Anzeigen geschaltet worden sind, die nicht für alle einsehbar waren. Das heißt, nicht alle haben im Internet das gleiche Erleben. Ein schönes Beispiel von einer Freundin, die jetzt gerade Wahlkampf macht für die Grünen, die mir erzählt, wie dann manchmal Männer auf sie zukommen, voller Hass und Wut auf Baerbock, mit so, also vollkommen überzogen und absurd. Also aber eigentlich ganz normale Männer, Menschen, die ja eine komplett verzerrte Wahrnehmung haben und offenbar über Telegram und WhatsApp bestimmte Bilder zugeschickt bekommen, Informationen zugeschickt bekommen. Und es geht mir nicht darum zu sagen, die sind alle konzertiert, das ist eine. Das andere ist vielmehr, was ich betonen möchte, dass nicht alles, was in unserer Gesellschaft passiert, ja in diesen Gesamtöffentlichkeiten nachverfolgbar, beobachtbar für alle stattfinden. Das heißt, ich hoffe, du hast recht, Sammy. Ich glaube aber, ich hoffe, dass nicht passiert, was mit dem Brexit passiert ist, also mit UK oder auch in den USA, dass wir plötzlich dann nach den Wahlen vor der Realisation stehen, dass wir zu ganz vielen Bevölkerungsgruppen keinerlei Zugang mehr haben. Und daran anschließend würde ich jetzt eigentlich vielleicht deine Frage beantworten, Gilda, nämlich, was bräuchte es, was dürfte ich mir mit so einem Fingerschnips wünschen? Und das wäre tatsächlich die Möglichkeit, einen Raum zu schaffen, den alle mit beobachten, an dem alle tatsächlich teilhaben können. Und zwar ein öffentlicher Raum, der auch Regeln hat, wo es um Ausgewogenheit geht, wo bestimmte Anstandsregeln gelten, die ja anscheinend in vielen anderen Orten nicht gelten, wo nachweislich falsche Informationen dann dazu führen, dass ein Mensch dann vielleicht disqualifiziert wird für ein bestimmtes Thema oder irgendwie leiser gestimmt wird. Also das sind ja alles Dinge, die im Internet möglich werden, aber so ein großer öffentlicher Raum, der bestimmte ethische, moralische Maßstäbe hat, an denen alle gemessen werden. Und also eigentlich viel mehr, also ich habe viele Unterhaltungen in den letzten Monaten gehabt mit FreundInnen, wo immer wieder so untereinander gesagt haben, irgendwie erwartet man den Moment, wo jetzt endlich die Erwachsenen dazukommen und sagen, so geht's aber nicht und so redet man nicht miteinander und irgendwie intervenieren und die kommen ja nicht. Und der Grund würde auch niemand hören wahrscheinlich. Ja, und der Grund, warum sie nicht kommen, ist, wir sind die Erwachsenen inzwischen. Wir konstituieren diese Gesellschaft. Aber ich hätte gern so einen solchen Ort, also das würde ich mir sehr wünschen, wo wir konstruktiv zumindest einmal vorleben können, wie ein konstruktiver Diskurs aussehen kann. Ich denke auch immer, wir haben ja die Orte, die sind halt unsere Wohnungen und Häuser. Wenn jeder sich so verhalten würde, wie wir in der Regel miteinander umgehen, dann wäre es ja schon hilfreich. Aber deswegen glaube ich so, wenn Einzelne solche Räume schaffen und die vielleicht größer werden, ob man dann vielleicht eine Chance hat. Und ich würde euch auch gerne mal fragen, Paulina, wenn du magst, ansonsten auch gern alle, um genau das, was Kypra gerade beschrieben hat, zu erreichen und auch was Sammy gefordert oder gesagt hat, was wichtig ist, Transparenz. Muss man vielleicht Allianzen schließen? Also hilft es da nochmal, die Ebenen miteinander zu verzahnen? Oder was sind da für Möglichkeiten, dass sowas auch gelingt? Weil alleine auf einer Ebene klappt es ja meistens nicht. Also man hat die UserInnen, man hat die Politik, man hat die Plattform, die Wirtschaft, die Zivilgesellschaft. Glaubt ihr, dass es da Chancen gibt, dass man nochmal stärker zusammenkommt? Vielleicht kurz zum Stichwort Allianzen. Ich freue mich sehr über das Stichwort. Wir machen gerade eine kleine Studie zu dem Thema und versuchen herauszufinden, welche zivilgesellschaftlichen Allianzen es eigentlich gibt und wie sie funktionieren. Ich bin sehr beeindruckt davon, wie Fridays for Future Allianzen geschmiedet hat.
mit Gewerkschaften, mit allen möglichen Gruppen, wie sich das Bündnis Unteilbar zusammensetzt zum Beispiel und unterschiedlichste Gruppen hier sich gemeinsam unter einige politische Ziele vereinen. Und deswegen würde ich erstmal sagen, ja, das ist eine sehr gute Idee, zu sagen, das ist ja letztendlich eine Frage von, wollen wir strukturierter vorgehen? Das kennen wir alle, es kostet unheimlich viel Geduld und Zeit. Und das Schwierige dabei ist, man wird nie mit allem durchkommen, was man für richtig und wichtig hält. Weil bei Allianzen und bei unterschiedlichen Menschen, die zusammenkommen und sich unter politischen Zielen vereinen, bedeutet es immer, dass man etwas anderes aufgibt, wie bei Koalitionsverhandlungen letztendlich. Und das Wichtige dabei ist ja eigentlich, dass man trotzdem scharf bleibt und eigentlich eine Priorisierung macht. Es geht nicht darum zu sagen, wo ist der kleinste gemeinsame Nenner und wie waschen wir alles weich und können am Ende sagen, ja, wir wollen alle einen Happy Diskurs, sondern es geht ja darum, dass wir versuchen zu priorisieren, was sind eigentlich die 3 zentralen, weichenstellenden Forderungen, die wir haben und wer ist unser Adressat? Sind es die politischen EntscheidungsträgerInnen? Ist es die Öffentlichkeit? Will ich, dass meine Mutter und meine Oma verstehen, dass sie sich anders verhalten müssen oder so? Wer ist der Adressat? Und ich glaube, diese Allianzbildung, die du da ansprichst, ist wahnsinnig wichtig. Und wir sollten, und deswegen machen wir unter anderem auch die Studie, wir sollten nicht einfach beginnen, sondern erstmal verstehen, als es gut geklappt hat, wenn es gut geklappt hat, woran lag das? Was waren die Erfolgsfaktoren für erfolgreiche Allianzen? Woran scheitern sie? Wir müssen auch vom Gegenbeispiel lernen. Und deswegen großes Ausrufezeichen hinter dein Stichwort, Gila. Ja, ich glaube, es braucht Allianzen, es braucht dann den Mut zur Zuspitzung und den Mut auch Dinge aufzugeben und zu sagen, in Ordnung, ich stelle hier mein Ziel weiter hinten an. Vielleicht darf ich noch einen Satz anfügen, der mir gerade noch kommt, ein Gedanke, und zwar unlikely alliances. Also die Kraft entsteht dann, wenn man mit eher überraschenden, unwahrscheinlicheren Menschen und gesellschaftlichen Gruppen sich zusammenschließt. Und darin besteht dann am Ende die Kraft der Mehrheit oder des Wandels. Und da gilt es für uns wahrscheinlich, uns erstmal zu fragen, wer sind die denn und was wollen die? Raul, ich wollte dich jetzt auch fragen, genau das, weil du bist ja in diesem konstruktiven Aktivismus, nennst du das aktiv. Spielen da diese unwahrscheinlichen Unlikely Alliances eine Rolle? Hast du da vielleicht Erfahrung mit? Also ich würde gerne vielleicht mal 2 Schritte Gedanken dazugeben. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, wenn wir diskutieren über Plattformen, dass wir jetzt nicht irgendwie TikTok-Bashing machen, weil TikTok ist genauso scheiße oder nicht scheiße wie Facebook und Instagram und Twitter. Fakt ist, das sind alles Blackboxes. Und ich beobachte manchmal so ein bisschen so einen anti-asiatischen Rassismus, wenn wir über TikTok reden. Also es ist dann ganz schnell die asiatische Datenkrake, die unsere Kinderseelen fressen will. Und das ist aber Instagram genauso, nur dass sie eben amerikanisch ist. Das heißt, da müssen wir ein bisschen drauf achten. Und dann haben wir jahrelang geschrien, dass die Plattformen alle sich alles im Internet merken. Und dann haben die Plattformen darauf reagiert und fingen an, die Räume zu verschlüsseln. Und durch das Verschlüsseln ist es jetzt noch schwerer, nachvollziehbar zu werden. Wo fingen eigentlich bestimmte Debatten an? Strafverfolgungsbehörden kommen gar nicht mehr ran. Die Plattformen selbst sagen, wir haben das so krass verschlüsselt, dass wir selber nicht mehr nachvollziehen können, wo das alles herkommt. Aber auch, um sich selbst zu schützen vor der Verantwortung. Und das ist ja auch auf eine Art legitim, aber auf der anderen Seite total konträr zu dem, was Kübra gesagt hat, was Transparenz angeht. Und das ist ein Konflikt, wo ich jetzt auch noch keine Antwort drauf habe. Zum Thema Allianzen finde ich es total interessant. Das hat Paulina auch so schön gesagt. Wer sind eigentlich die Adressaten? Um wen geht es überhaupt? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir viel zu viel Stellvertreterdebatten führen. Also es gibt Dinge, die gehören einfach nicht in der Öffentlichkeit diskutiert, weil einfach das haben ExpertInnen zu Recht herausgefunden. Ja, also ich meine, ganz Deutschland ist plötzlich Virologin geworden, also wie ganz Deutschland irgendwie auch Fußballtrainerin geworden ist. Das war aber noch okay.
Das macht ja Ja, nichts. aber jetzt irgendwie sind wir alle so cool wie Drosten und Brinkmann. Und das ist einfach auch nicht okay. Ja, also nicht alles muss öffentlich so ausgetragen werden, wie es ausgetragen wird. Und die Allianzen, glaube ich, funktionieren dann am besten, wenn alle Seiten ein Interesse an einem konstruktiven Diskurs haben. Und da müssen wir auch, und tut mir leid, dass ich dieses Fass jetzt aufmache, aber ich beobachte eben auch, dass in diesen, nennen wir sie mal linken Kreisen, wir alle langsam realisieren, dass wir uns von den Rechten oder die Rechten sich von uns so weit entfernt haben, dass wir sie gar nicht mehr erreichen in unseren Blasen. Und dann fangen wir also an, unseren Aktivismus oft auf Leute zu richten, der eigentlich auf der richtigen Seite der Geschichte steht, auf unserer Seite. Und wir fangen oft dann auch an, uns untereinander niederzubrüllen, was ja ein sehr linkes Phänomen ist, schon immer war. Oh ja. Und dann ist man plötzlich nicht mehr woke genug. Und das führt dann dazu, dass selbst Leute, die es wirklich gut meinten, sich auch nicht mehr trauen, Dinge zu sagen. Und ich habe neulich einen sehr interessanten Meme-Newsletter zu diesem Thema gelesen. Sami, muss ich immer weiterleiten. Ich kann es nur schwer rezitieren, aber wer mich fragt, dem kann ich den Link schicken. Da geht es darum, dass in den USA eine YouTuberin niedergebrüllt wurde aus den eigenen Reihen, weil sie irgendwie falsch über glaube ich, queere Menschen gesprochen hat, obwohl sie selber in der Community aktiv ist. Und sie hat dann ihren Account deaktiviert und hat dann sich darüber Gedanken gemacht, was da passiert ist. Und sie war ziemlich erfolgreich. Und sie hat dann am Ende herausgefunden, dass es um die Selbstwirksamkeit geht. Es geht darum, dass Menschen, die realisieren in den linken Szenen, dass sie die Rechten gar nicht mehr erreichen im Diskurs und im Silenzen und Outcallen und wie man das alles nennt. Und dann sich einfach jemanden anderes suchen, den sie leichter erreichen können. Und diese Selbstwirksamkeit dann letztendlich wieder spüren können. Ich habe es geschafft, dass sich jemand irgendwie dazu geäußert hat, dass sich jemand öffentlich entschuldigt hat. Und ich sehe das auch im Sinne der Wertschätzung als eine große Gefahr, auch unter den Leuten, die eigentlich auf unserer Seite sind. Und wir müssen das auch reflektieren. Da geht es auch ganz viel um Ego, um Macht, um das Gefühl zu wirken. Und da sind Allianzen dann eben auch wichtig zu sagen, okay Leute, lassen wir jetzt auch mal wieder 5 gerade sein. Wir können wirklich nur voneinander lernen, aber es ist nicht immer alles Absicht. Es passieren auch Fehler und wir brauchen wieder ein bisschen mehr Fehlertoleranz. Also wir hatten mit Marina Weißband auch viel über den Begriff Selbstwirksamkeit gesprochen, weil der einfach, glaube ich, in dem Bereich sehr, sehr, sehr wichtig ist. Da kommt auch gleich nochmal meine Abschlussfrage dazu, weil es eben darum geht, wie kann man Menschen denn mobilisieren? Weil ich glaube, da ist das Stichpunkt Selbstwirksamkeit auch nochmal extrem wichtig. Aber zu dem Ego passt jetzt auch nochmal eine Frage, die nochmal im Chat war. Und zwar, ich lese sie vor, ist es möglich, den Selbstdarstellungsaspekt im digitalen Diskurs von den inhaltlichen Interessen zu trennen? Im Kontext Twitter habe ich öfter das Gefühl, dass die Selbstdarstellung, also es schaut her meine Meinung, und die Belohnungsaspekte, also Likes eben, erste Prio haben und dann erst danach der inhaltliche Austausch, dass es dem untergeordnet wird. Und die Frage ist, wie führen wir einen inhaltlichen Austausch ohne Ego? Das ist wahrscheinlich die Gretchenfrage, weil die Frage begleitet uns wahrscheinlich seit Menschengedenken, würde ich mal sagen. Aber trotzdem jemand einen Gedanken dazu. Ja, ich glaube, in dem nicht unser Name und unser Bild dabei steht. In dem sozusagen die Diskussion sich nicht unter dem Profil einer Person ordnen, sondern in dem quasi Themen, also quasi die Gegenstände bilden, um die herum Diskurse sich formen, sodass auch zum Beispiel sich nicht Dinge permanent wiederholen. Also den allermeisten Diskussionen, die wir so öffentlich verfolgen,
sobald man so 2, 3 Jahre dabei ist, und ich weiß, dass wir alle hier in der Runde schon mindestens ein Jahrzehnt dabei sind, irgendwie die Augen rollen und dann von 2006 erzählen, so wie andere irgendwie von 1970 erzählen. Und es wiederholt sich halt permanent. Diskussionen bauen nicht aufeinander so auf, wie es möglich wäre. Und ich denke, das wäre etwas sehr Spannendes. Und das haben wir ja früher zum Beispiel in Foren gehabt. Ich weiß nicht, wie viele von euch damals aktiv waren in Foren, aber ich habe meine gesamte Jugend bei der Bundeszentrale für politische Bildung im Forum verbracht. Also viel Zeit, und habe dort mit so gefühlt 20, 30 Jahre älteren Männern diskutiert, stundenlang. Und es hat mich total geprägt, weil es ging immer darum, sozusagen Argumentation zu schärfen, zu verstehen, wo die andere Person wie diese Person zu seiner Position kommt. Und das gehört übrigens auch zur Transparenz. Nicht so zu tun, als seien wir mit unseren Positionen vom Himmel gefallen, sondern uns auch zu kontextualisieren, uns deutlich zu machen, dass bestimmte Positionen entwickelt worden sind aufgrund der Dinge, die wir uns angelesen haben, aber andere Dinge auch aus biografischen Gründen, aus persönlichem Erleben, aus persönlichen Beziehungen heraus. Und das alles macht ja also so wie in einem persönlichen Konflikt, im Streit in einer Partnerschaft, ja, wir das Gegenüber besser verstehen, wenn wir wissen, warum eine Person zu einer Meinung gekommen ist. Und zwar vielleicht, weil dieser Mensch dann irgendwie einen ganz üblen Streit an dem Tag hatte oder ein Elternteil hatte, was so und so gedacht hat und so weiter und so fort. Das hilft uns ja, ohne Positionen zu verwässern oder zu kompromittieren, eigentlich Menschen zusammenzuführen. Und das ist es eigentlich, was wir erlernen müssten, online wie offline, muss ich dazu sagen. Und ein ganz kleiner Punkt noch zu der Frage, die vorher eigentlich noch gestellt worden ist, mit dem Linksrutsch und Co. In unserer Öffentlichkeit, und das ist leider, finde ich, eine fatale Kopie, ein fataler Einfluss der digital destruktiven Diskurskultur auf unsere analoge Print-Diskussionskultur in den größeren Medien, die ja sehr viel mehr Ressourcen haben als jetzt einzelne Twitter-Accounts etc. Und zwar, es geht in vielen dieser Diskurse, zum Beispiel ein Linksrutsch, dieses Wort, wer sagt das? Dieses Wort wird ja aus einer bestimmten Perspektive heraus benannt. Und in unserer öffentlichen Diskurskultur geht es nicht nur darum, inhaltlich in einem bestimmten Thema Recht zu bekommen. Es geht viel mehr, und das ist der eigentliche Kampf, der gerade stattfindet, Menschen dazu zu bringen, die Welt aus der eigenen Perspektive heraus zu betrachten. Und der öffentliche Raum sollte eigentlich nicht nur ein Kampf darum sein, um Hoheiten, durch wessen Augen wir die Welt betrachten, durch die Augen eines Menschen, der bestimmte Privilegien besitzt, oder ein Mensch, der ein anderes Leben besitzt, sondern der öffentliche Raum sollte eigentlich einer sein, in der diese Perspektiven zusammengeführt werden. Und was wir halt zum Beispiel jetzt erleben, ist, wie dass Printmedien zum Beispiel, weil sie merken, dass bestimmte Dinge ankommen, diese Diskussionskultur jetzt auch selber in diesen kuratierten Orten ausführen, statt dagegen zu halten, statt Ausgewogenheit, statt ein Für und Wider als eigenen Gedankengang, das Zögern, das Zweifeln, das Nachdenklichsein, das sich selbst hinterfragen zu zelebrieren, stattdessen eine Kultur zu zelebrieren, in der Menschen um diese Hoheiten kämpfen. Und das ist fatal, weil wir könnten diese Orte etablieren als Korrektiv. Also zu dem, was du vorgesagt hast, dass man nie weiß, was bei einem Menschen ist, da fällt mir ein Meme ein. Ich muss mal gucken, ob wir es nochmal finden, was Robin Williams, der verstorbene Schauspieler, gesagt hat, wo er gemeint hat, sowas wie, du weißt nie, was gerade bei einem Menschen ist los, also sei immer freundlich. Finde ich eigentlich ganz schön, weil du weißt es einfach nicht. Und noch zur Diskussionskultur, das wurde auch immer wieder angesprochen, die Moderation. Es gibt zum Beispiel den Podcast Lage der Nation. Da wurde gerade in der aktuellen Folge besprochen, wie sie ihr Forum handhaben. Und da ist es so, dass sie alle Kommentare freischalten, und die haben es halt wirklich hingekriegt, dass in diesem Forum einfach wirklich diskutiert wird. Komplett inhaltlich, ohne Ego, ohne irgendwie Anfeindungen. Und natürlich braucht es viele Ressourcen, aber es ist schon möglich. Aber natürlich sind auch viele Seiten, Medienunternehmen nicht in der Lage oder wollen es nicht, so viele Ressourcen
bereitzustellen. Aber ich würde gern jetzt so Richtung Schluss eben zum Thema Selbstwirksamkeit, beziehungsweise wie können wir Menschen dazu bringen, solche Räume zu schaffen oder zu mobilisieren, dass sie eben auch möchten, dass der digitale Raum eben für uns alle da ist. Also ich finde, was Kypra gerade angesprochen hat, das Positive ja an diesem digitalen Raum, und das sage ich auch immer, ist ja eigentlich, es geht nicht darum, die anderen von der eigenen Perspektive zu überzeugen, sondern die Perspektiven von allen zu erweitern. Das ist ja die große Chance, die wir eigentlich alle haben, weil jeder Mensch hat eine andere Perspektive. Das ist nun mal so. Und das ist auch gut so. Das finde ich, das ist ja das Tolle an uns Menschen, dass wir alle unterschiedliche Perspektiven haben. Und je mehr Perspektiven man kennt, desto besser kann man sich eigentlich durch die Welt bewegen. Und dazu ist ja der digitale Raum total geschaffen. Deswegen vielleicht Sammy oder Paulina nochmal, was glaubt ihr denn, wie es möglich ist, die Menschen davon zu überzeugen oder zu begeistern vielleicht auch und zu mobilisieren, diese Chance auch wahrzunehmen und sich vielleicht auch dafür einzusetzen? Könnt gern. Sammy? Paulina, magst du zuerst? Nee, ich freue mich, wenn du loslegst. Hi. Okay. Gott, es kann auch jemand ganz anders was sagen. Ihr müsst Wie jetzt auch kann nicht die man Lösung Leute- haben, das ist schon, das ist nicht, das ist jetzt nicht, also, aber vielleicht so ein bisschen paar Ideen vielleicht. Ich bin da ein bisschen blank. Ich glaube, Leute dafür zu begeistern, dass sie sich online, es müssen die Rahmenbedingungen, die wir am Anfang Ja. gesagt haben, da sein, beziehungsweise in absehbarer Zeit erreichbar sein. Vor allem das, was Paulina meinte. Ich glaube, das ist eine Voraussetzung. Ich denke auch, dass es eine Möglichkeit geben muss, sorry, jetzt waren die 2 Motorräder vorbei, Entschuldigung. Ich denke auch, dass es eine Möglichkeit geben muss, und das ist dann das, was Kypra sagte mit dem Absolutheitsanspruch. Es geht nicht darum, dass alles, was irgendwann mal irgendwer irgendwo, es ist gerade Rush Hour hier am Strand. Also dazu muss man sagen, Sammy, wir sind alle sehr neidisch, sitzt gerade in Sizilien im Auto. Genau. Ich sag mal, bist du nicht total verschwitzt? Aber gut, ist ein anderes Thema. Aber vielen Dank, Nee, dass es du das machst. ist ein bisschen Brise hier. Also, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Ich glaube, dass diese Forderungen, die am Anfang Paulina und Kypra formuliert haben, dass die entweder gegeben sein müssen oder in absehbarer Zeit umsetzbar sein sollten. Es muss eine Möglichkeit geben, weiterhin Räume im Netz zu haben, die Versuchsfläche sind. Nicht alles, was man irgendwann vor x Jahren mal gesagt, geschrieben hat, sollte gegen einen verwendet werden. Nicht nur haben Menschen mal einen schlechten Tag oder irgendwie eine uncoole Erfahrung mit ihrem Partner, mit ihrer Partnerin. Wir verändern uns. Wir verändern uns permanent. Und wenn wir mal Scheiße gebaut haben, dann gibt es ein Konzept, das ich irgendwie ziemlich sympathisch finde, das aber im Netz irgendwie oder in den letzten Jahren auch nicht nur außerhalb der Diskussionen im Netz verloren ging, und zwar der Resozialisierung bzw. der Veränderung und Verbesserung des eigenen Charakters. Es benötigt Demut. Das findet man nicht so viel im Netz. Genau. Und dann wird es deutlich angenehmer, als es jetzt schon ist. Und ich glaube auch, es ist jetzt schon sehr, sehr, sehr viel möglich im Netz, und Leute probieren sich super krass aus. Das sieht man an Musik, die von heute kommt, an den verschiedenen Formaten, sowohl auf YouTube, TikTok, wherever. Junge Leute sind mega kreativ, und das sollen sie auch weiterhin sein. Es muss nicht immer ein Ziel haben. Es sollte aber nicht, das sollte quasi unter diesen Vorgaben möglich sein. Dann entstehen Dinge, dann entstehen neue Dinge, können neue Dinge entstehen. Und das würde ich mir wünschen. Das sehe ich in weiten Teilen, das muss aber deutlich vereinfacht werden und entproblematisiert. Also dass die Voraussetzungen, die Strukturen einfach dazugehören, dass man nicht einfach, dass man so Menschen auch erreichen kann, indem man die richtigen Strukturen schafft. Dann würde ich vielleicht zur allerletzten Frage, und dann würde ich mit dir, Paulina, einfach anfangen. Dann kannst du da gerne auch nochmal was zu sagen.
um das alles zu erreichen, was wir uns wünschen. Wir wollen ja diesen Digitalraum erhalten, ausweiten, schöner machen, besser machen. Womit fangen wir an? Vielleicht nutze ich das, um ein paar politische Forderungen in dieser politischen Zeit kurz vor der Bundestagswahl loszuwerden. Auf den Punkt ganz basal, Leute brauchen Netz, um im Netz aktiv zu sein. Würde ich sagen, der Staat muss die Verantwortung in unserem Land dafür tragen, dass Menschen Netz haben und darf es nicht einer Firma Marktlogiken überlassen, ob sie es für wertvoll halten, irgendwo auszubauen, wenn da nur 13 NutzerInnen sind in dem Landkreis oder nicht. Das ist total wichtig und es sollte einer der höchsten Prioritäten der neuen Bundesregierung haben. Für die Datensicherheit, um dieses Ziel zu erreichen, dass wir uns sicher in Strukturen im Netz bewegen und zu guten Diskursen kommen, wäre mein Wunsch, dass diese fantastische Initiative der Digital Responsibility Goals in der Europäischen Union angenommen und umgesetzt wird mit einem zivilgesellschaftlichen Beratungsgremium aus unterschiedlichen europäischen Ländern. Jetzt muss ich mich beeilen, jetzt klingelt die Glocke hier wieder durch. Das macht nichts. Doch nicht, es war nur ein Wunderbar Gong. zum Ende. Das ist einfach das Wort zum Sonntag. Letzter Punkt nach den Digital Responsibility Goals und dem Ausbau, für den der Staat verantwortlich sein muss, komplett zum Thema Hate Speech. Ich glaube, es braucht Anreizstrukturen erstmal, damit Firmen, die Plattformen stellen, Vorteile davon haben, wenn sie ihre Algorithmen gemeinwohlorientiert programmieren. Nein, das ist nicht mein Langzeitziel, dass es alles so weitergeht und wir einfach nur Anreize für die Firmen setzen, aber jetzt mal realistisch betrachtet, es wird sich nicht übermorgen ändern. Deswegen würde ich sagen, auf dem Weg dahin Anreize schaffen und vielleicht sogar eher negative Konsequenzen für Firmen, die sich dem nicht zuneigen. Das wären meine 3 Wünsche für den Weg. Dankeschön. Raul oder Kypra? Also ich würde dem zustimmen, das hatte ich vorhin auch vergessen zu sagen, das Ganze eskaliert ja unter anderem deswegen, weil man offensichtlich im Internet keine Konsequenzen zu fürchten braucht. Und diese Konsequenzlosigkeit, wenn ich die auf der Straße spüren würde, als weißer, heterosexueller, nicht behinderter Mann, dann wäre, also versteht ihr, was ich meine? Das ist einfach krass ungerecht. Natürlich gibt es auch in der Offline-Welt unterschiedliche Ausprägungen von Konsequenzen bei unterschiedlichen Gruppen in unserer Gesellschaft. Aber so im Groben und Ganzen gibt es ja dann doch irgendwie so eine Art Rechtsstaat. Und der sollte in der Regel auch dafür sorgen, dass er alle Menschen gleichermaßen schützt. Aber online scheint das irgendwie nicht zu funktionieren. Das heißt, man fühlt sich auch völlig frei. Und ich finde, es kommt dann auch so ein bisschen zutage, wie Menschen auch, wie roh wir eigentlich sind, wenn es keine Konsequenzen gibt und wer vor allem roh ist und wer in seinem Leben einfach noch nie Konsequenzen offensichtlich gespürt hat. Und das macht mir sehr große Sorgen. Ich bin auch für Anreize, aber ich glaube, ich bin auch mehr für Sanktionen, weil Anreize, das kennen wir auch in anderen Bereichen, was da immer appelliert wurde in Leuchtturmprojekten und Appellen, das hat ja selten funktioniert, wenn es nicht irgendwie dann auch geahndet wurde. Siehe, keine Ahnung, Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, CO2-Reduktion, Barrierefreiheit, das ist ja immer das Gleiche. Und ich glaube, es ist ein sehr neoliberales Narrativ von FDP und so, wenn sie dann sagen, ja, macht doch Counterspeech oder macht doch irgendwie Leuchtturmprojekte, da müssen wir aufpassen, dass wir da den Plattformen keinen Gefallen tun. Also ich nehme jetzt das Sammy rausgeflogen, ich hoffe, er kommt nochmal. Ich nehme sowohl bei Sammy als auch Raul als auch Paulina quasi wahr, das Systemische, das Strukturelle, dass das einfach eigentlich das ist, was wirklich, womit angefangen werden muss, weil alles andere sich in diesem Rahmen bewegt. Kypra, womit fängst du denn an, würdest du sagen? Ich wollte tatsächlich genau an diesem Punkt anschließen, weil all diese Appelle individualisieren einen strukturellen Konflikt und es gilt genau diesen ins Zentrum zu stellen. Und so schwer es uns fällt,
Konflikte nicht zu personalisieren, so schwer es uns fällt, nicht so zu tun, als sei der gesamte Sexismus in der Hollywood-Branche gelöst, wenn Harvey Weinstein inhaftiert ist oder das Rassismusproblem gelöst, wenn die AfD aus dem Bundestag raus ist. So schwer uns all diese Dinge fallen, es ist immer wieder, und das ist das Individuelle hier an diesem Punkt, eine individuelle Herausforderung, die Struktur hervorzuheben. Und uns immer wieder, auch wenn es anderen sehr viel einfacher fallen würde, immer wieder zu betonen, es geht um strukturelle Gründe. Die Klimakrise kommt nicht aus individuellen Gründen heraus, sie kommt aus strukturellen Entscheidungen heraus. Freiheit bedeutet nicht Verantwortungslosigkeit. Letztlich geht es in all den Themen, die wir besprechen, hier eigentlich darum, dass der Mensch sich in Rücksicht übt gegenüber anderen Menschen, gegenüber der Natur. Letztlich geht es darum, dass der Mensch sich in Verantwortung übt, also mit den Konsequenzen seines Handelns beschäftigt, dass ein Wort jemand anderem Gewalt antun kann, dass ein Handeln jemand anderem Gewalt antun kann, dass das eigene Leben zu der Verunmöglichung des Lebens anderer Lebewesen führen kann. Und letztlich ist deshalb Freiheit darf nicht verkommen zu einem Werkzeug neoliberaler Argumentation, um zu verhindern, dass wir uns mit der Realität beschäftigen, mit dem beschäftigen, was uns umgibt. Wir dürfen nicht erlauben, dass Freiheit zu einem Schlagwort verkommt, um Verantwortungsbewusstsein zu negieren und von uns zu weisen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, bei all der Debatte um Strukturen, die bestimmte Dinge verunmöglichen, weiß ich, dass viele Menschen dann sich ohnmächtig fühlen und glauben, sie können ja nichts tun, weil es sind ja die Strukturen. Erstens, wir konstituieren diese Strukturen, wir sind die Erwachsenen unserer Gegenwart, wir sind es, die diese Normen mitformen. Und das ist auch der Moment, wo Handlungsmacht und das Stichwort fiel ja schon, Selbstwirksamkeit entsteht. Wir haben eigentlich die Macht, alternative Räume zu schaffen. Was hier jetzt gerade zum Beispiel in diesem Ort, in diesem Podcast passiert, ist hier ein alternativer öffentlicher Raum, wo wir zum Beispiel einander zuhören, einander quasi an die Stichpunkte, die andere genannt werden, anknüpfen, wo wir uns aufeinander beziehen, wo wir versuchen, einen konstruktiven Diskurs miteinander zu führen. Und diese Räume zeigen uns ja, dass es anders geht. Und diese gilt es größer zu machen, immer wieder zu leben, vorzuleben, wie es anders geht. Individuell im Alltag ist das, was uns Handlungsmacht gibt. Und das gilt es zusammen mit der Debatte um Strukturen gleichzeitig anzugehen. Das finde ich ein wunderschönes, perfektes Schlusswort, Entschuldige. Ganz, ganz toll. Weil genau, ich glaube auch, dass man immer beides sehen kann. Da gibt es kein Oder, da gibt es nur Und. Ich glaube, das ist eine wichtige, sehr, sehr, sehr wichtige Aussage und eben alle dazu zu ermuntern, wirksam zu werden, sowohl für sich als auch strukturell. Ganz, ganz vielen Dank euch, dass ihr alle dabei wart und Sammy aus deinem Urlaub raus. Das wissen wir sehr zu schätzen. Vielen Dank, es war ein sehr schöner Raum mit euch. Deswegen danke Kypra für dieses Stichwort, dass ihr dabei wart, auch an die Zuhörenden und Zuschauenden. Das war der letzte Podcast von Diskurs zur Wahl vor der Bundestagswahl. Jetzt versagt mir die Stimme genau rechtzeitig. Ganz, ganz herzlichen Dank euch. Danke an das Netz und alle, die diesen Podcast ermöglicht haben. Danke, dass ihr da wart. Und wir sind, glaube ich, jetzt alle sehr gespannt, was in den nächsten Wochen passiert, was zur Bundestagswahl passiert, was danach passiert. Es wird, glaube ich, noch schlimmer oder noch besser, noch viel schöner. Bleiben wir positiv. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns dann in anderen Räumen vielleicht auch mal begegnen und verabschiede mich damit ganz herzlich von euch allen. Vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Dankeschön. Vielen Dank. Danke euch, danke Sammy, danke Kypra, danke Raul, danke Paulina. Vielen Dank, war voll schön mit euch und vielleicht sieht man sich ja irgendwann in real life. Das war die 9. Folge von Diskurs zur Wahl. Nach der Bundestagswahl gibt es noch eine Folge. Der Podcast wird ermöglicht durch Zoom, Better Place und die Schöpflin-Stiftung. Inhaltliche KooperationspartnerInnen sind die Neuen Deutschen MedienmacherInnen und das Veto-Magazin. Bis zum nächsten Mal. Diskurs zur Wahl.